Sprintrennen Nummer 2 steht an auf dem Spielberg hier in Österreich. Also zusätzliche Punkte holen. Mal gucken, wie viel es denn werden dann am Ende. Wir sind von Position 4. Gehen wir rein. Verstappen auf der 6, Perez auf der 5. Vorne Norris, Leclerc und Sainz. Erste Kurve wieder ganz, ganz interessant. Ja, Achtung, das war ein Frontflügel heile. Ja, ein bisschen Schaden hat er abbekommen, aber wir fahren erstmal durch. Mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Bislang noch nicht. Achtung, ich ziehe natürlich ein bisschen rüber. Bisschen eng, aber... Oh, was muss das? Oh, da werde ich gedreht. Jawollo. Wer hatte da denn ein bisschen zu viel Testosteron? Ich komme hier... Hallo. Ich komme hier gar nicht von der Stelle, ey. Also, weißt du... Die KI, ey, die kannst du auch wieder nur gegen die Wand kloppen. Guck mal, da hinten, da staut sich's in der einen Haarnadel. Das ist unfassbar. Die Intelligenz von der KI, das ist einfach nicht zu fassen. Das ist nicht in Worte zu fassen, wie dumm die sind, wirklich. Und ihr seht es ja unten links auf der Map, da steht jetzt sogar noch ein Aston Martin in der Kurve. Mal gucken, wie viel jetzt in die Boxengasse fahren. Der Norris vorne, der lacht sich einen Arsch ab. Der hat jetzt 5 Sekunden Vorsprung. Verstappen ist auch Dritter. Also da ist jetzt quasi alles schief gelaufen in einer Runde, was da schief gehen kann. Norris mit einer 1,8. Oh, weia. Tja, wir werden jetzt hier gleich nochmal eingeschult von Verstappen. Glaubst du doch wohl selber nicht? Ach, Quatsch, hör auf. Das ist eine Saison, das ist ein Rennen, ey. Ich fass es nicht. Ich fass es wirklich nicht. Ja, guck mal, es gehen sogar schon 2 in die Boxengasse. Also hat mächtig gekracht. Ich meine, ist ja kein Wunder. Ich meine, ist klar, dass ich mir hier irgendwie Platz verschaffen will. Aber spätestens oben in der Kurve müssen die doch mal merken, dass sie bremsen müssen. WTF. Das ist echt nicht in Worte zu fassen, wie dumm die KI manchmal fährt. Aber ist ja auf der anderen Seite auch gut für mich. Ich bin Zweiter. Norris gut vorne, den muss ich jetzt leider ziehen lassen. Aber ich hole, scheint jetzt erstmal mehr Punkte als Verstappen. Ich meine, es hätte mich schlimmer treffen können. Ich hätte auch mich vollkommen drehen können. Ich hätte den Frontflügel komplett verlieren können vorne. Und ich bin einfach nicht von der Stelle gekommen. Habt ihr das gemerkt? Ich gebe Gas und ich komme da nicht weg. Und weil ich mich wahrscheinlich so verhakt habe da, in den Frontflügeln der anderen Fahrer. Ja. Das ist natürlich jetzt semi-optimal für mich. Das wird gleich im richtigen Rennen richtig spaßig. Aber da würden wir ja Stand jetzt an Position 2 starten. Leclerc hat, ganz schön viel verloren. Oha, hat er da Probleme? Der wurde ja gerade richtig schön überholt von Verstappen. Und Perez ist da auch. Oh, weia. Also das ist eine entscheidende Stelle auch gleich im Rennen. Vor allem in der ersten Runde. Oh, weia. Wenn wir da zum Beispiel mal einen Safety Car provozieren könnten. Ich muss ja hier mit allen Mitteln versuchen, viele Plätze gut zu machen. Wie auch immer das dann aussieht. Und ob das dann am Ende immer fair ist, das ist mir jetzt auch nicht egal. Aber ich meine, was soll ich machen? Ich fahre eigentlich im Auto, das für einen Mittelfeldplatz geeignet ist. Wenn überhaupt. Will aber Weltmeister werden. Weißt du, mit den großen Hunden pissen gehen, aber selber nichts auf die Reihe kriegen. Oh, Verwarnung, Vorsicht. Das darf natürlich nicht dazu kommen. Das wäre natürlich ganz... Oh, Verstappen? Verstappen geht in die Boxengasse. Das ist ja ideal. Das Rennen wird doch noch gut. Aber warum? Dann muss es da auch gekracht haben. Da muss der auch einen Schaden davon genommen haben. Schau mal, vorne der Norris, der überholt gerade schon mal den ersten Aston Martin gleich. Und das in einem Sprintrennen, ey. Ich kotze ab, wirklich. Aber vielleicht war der Crash am Anfang auch wieder gut für uns, ja? So wie in Australien. In Bahrain habe ich es leider zu spät gesehen. Aber das ist natürlich jetzt eine völlig neue Situation. Und Sainz ist ebenfalls reingegangen. Dann sind die irgendwie nochmal zusammengekracht. Da muss ja nochmal irgendwas gewesen sein, weil die fahren nicht ohne Grund einfach rein. Ja gut, das ist natürlich fürs Rennen eine ganz, ganz andere Voraussetzung. Wir von der 2 im besten Fall und Verstappen von ganz weit hinten. Der wird sich eine ganz, ganz andere Strategie einfallen lassen müssen. Ich sage ja, ich glaube die zweite Hälfte der Saison, die wird noch so wild. Die hat noch einiges parat. Also wenn das jetzt schon hier so losgeht in Österreich. Mann, wie soll ich das denn hier aushalten? Wirklich, das ist ja nicht zu fassen. So, vorletzte Runde jetzt. Kommt, bisschen Fokus nochmal. Und der Norris holt sich da vorne noch den einen Aston Martin auf jeden Fall. Egal wer es ist, der wird das auf jeden Fall machen. So, hier
muss man eigentlich auch aufpassen, dass man hier nicht durchdreht. Also von den Reifen her. Und Leclerc, der ist so ein bisschen, ja, wie nenne ich es immer, Wingman gerne. Der hält da den Sergio Perez auf. Aber Sainz und Verstappen. Sainz müsste 18. sein, Verstappen 17. Dann werden die nur auf maximal Platz 10 oder Platz 9 spekulieren. Im besten Fall. Es kann natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Ne? Lass da mir ein Unfall sein und die ziehen dran vorbei. An allen anderen Fahrern. Dann sind die auch ganz schön wieder in den Top 10 drinne. Ist völlig verrückt. Völlig verrückt. Egal, letzte Runde jetzt erstmal hier im Sprintrennen. Dann kann ich mal kurz durchschnaufen und dann geht es nochmal 18 Runden lang hier im richtigen Rennen. Ey, das ist, glaube ich, somit ein entscheidendes Rennen jetzt hier in der Phase der Saison. Denn wir holen immerhin 7 Punkte. Verstappen nicht. So, und die Punkte, die wir jetzt im Rennen auch hoffentlich zusätzlich holen, ich hoffe, das sind ein paar mehr, die holen wir dann auch wieder auf. Ja, der hat natürlich jetzt die schnellste Runde, der Sack, mit 1,4. Da kommt Leclerc gegen Sergio Perez nochmal. Aber das dürfte mich nicht interessieren. Und der Frontflügel vorne. Gut, im normalen Rennen hätte ich den, glaube ich, gewechselt. Aber so, jetzt in den 6 Runden, das hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Also, fürs erste Mal die letzten paar Meter hier. Der Perez wird sich jetzt nicht noch wagen an mir vorbei. Dann starten wir von Position 2. Das ist mal Punkt A. Punkt B ist, dass wir mal 7 Punkte sicher haben. 7 Punkte mehr als Verstappen. Und alles andere lasse ich auf mich zukommen. Jetzt gleich im richtigen Rennen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ein Platz auf dem Podium. Tolle Fahrt. Das Team hat dieses Wochenende besonders hart gearbeitet. Das ist eine fantastische Belohnung dafür. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft ausschaut. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. So viel zum Sprintrennen. Jetzt freuen wir uns auf morgen. Den Grand Prix gibt es bei uns live und ohne Unterbrechung. Also nicht vergessen einzuschalten. Also meine Boxencrew hatte gerade schon das Gefühl, dass das Rennen vorbei ist. Super Wochenende gehabt und so weiter. Aber das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Also ganz hinten Fahrer, die ich da überhaupt nicht erwartet habe. Verstappen mal ganz zu Beginn 15. Sainz ist auf der 17. Wir gucken jetzt mal ganz kurz rein. Das muss ja irgendwie... Alter, da gab es eine riesen Kollision. Guckt euch das mal an hier. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Dass so viele Fahrer gleichzeitig ineinander gekracht sind. Verstappen, Leclerc, Gasly, Latifi, Tsunoda. Hier nochmal Tsunoda, dann eine Runde später. Nee, Verwarnung haben die alle kassiert. Ich natürlich auch wieder, aber nur wegen Streckenbegrenzung. Aber das ist ein Hammer hier, oder? Und Boxenstops natürlich, ja, Frontflügel. Hat, ja, ein bisschen Schwund ist immer, ne? Aber da, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Ich bin jetzt gespannt aufs richtige Rennen. Gute Voraussetzung für uns. Auf geht's. Österreich Teil 2 von Position 2. Hinter Norris, vor Leclerc und Ocon. Verstappen auf der 15. Der wird es heute ganz, ganz schwer haben. Aber wir gucken erstmal wieder, was unsere berühmt-berüchtigte Kurve 2 gleich macht. Kurve 1 erstmal. Oh, Norris macht gleich hier dicht. Ja, da presche ich aber dazwischen. Von rechts kommt Ocon. Jetzt ist der erstmal vorbei. Norris ist nach hinten gefallen. Leclerc auf meiner linken Seite. Oben Kurve 1, aufgepasst. Ocon. Machen wir da ein bisschen Platz für mich. Oh, und für die anderen auch natürlich. Oh, da bleibt alles. Ja, bleibt nicht alles heile. Da ist schon wieder gekracht. Da ist schon wieder ein bisschen Staub aufgewirbelt worden. Und das ist halt auch dann die Chance für Max Verstappen unter anderem. Wenn er da halbwegs gut durchkommt und sich nach vorne weiter durchmogelt, dann kann der leider auch viele Punkte holen. Schade, wir haben eigentlich auch einen vielversprechenden Start gehabt in der ersten Kurve. Ein bisschen, ja, hat Norris ganz gut gemacht, hat die Tür zugemacht. Wir konnten da nicht vorbei. Ich bin aber trotzdem durch, habe es aber trotzdem nicht geschafft. Schade. Aber da kommt er schon wieder, der ist Fünfter. Ja, und vorne den Ocon, den kann ich halt nur mit DRS noch einholen. 1,8 die erste Runde. Oh, Leclerc wieder neben mir. Das macht er jetzt aber nicht, oder? Wag dich. Er macht's nicht. Okay, er bremst natürlich ab.
Vielleicht ist das so eine kleine Nische auch wieder, so eine kleine Stelle, wo ich Zeit gut machen kann. Gibt da so einige Strecken, da habe ich so meine Stellen, wo ich durchaus ein bisschen Zeit gut machen kann, aber dann auch wieder Zeit verliere. Und ganz wichtig ist halt jetzt hier im DRS-Fenster zu bleiben oder ins DRS-Fenster reinzufahren. Fragt sich nur, wie das gehen soll. Ja, das Auto liegt ganz gut auf der Strecke. Auch gut in den Kurven drinne. Keine zu riskanten Dreher drinne. So, jetzt gilt es. Vorne mal entscheidend irgendwie dran zu bleiben. Ich weiß nicht wie. Achtung, erste Verwarnung. Oh, hier geht es auch ganz schnell mit Verwarnung. Boah, da kannst du auch ganz schnell mal innerhalb von 2 Kurven 2 Verwarnungen bekommen. Ja, 1,4 ist okay und DRS bekomme ich. Leclerc leider auch, aber Ocon, der hat halt jetzt dann vorne Probleme. Und da holen wir auf jeden Fall ein bisschen auf. Bisschen viel sogar, würde ich sagen. Aber die kommen dann oben immer besser weg. Die kriegen dann oben immer schneller, wie soll man sagen, den ersten Gang reingefühlt. Tja, wenn ich mal manuelles Fahren hier an hätte, würde das vielleicht auch nochmal natürlich einen Unterschied ausmachen. Da ich aber morgens froh bin, dass ich nicht aus dem Bett falle, bin ich froh, dass ich hier auch auf Automatik fahre. Mit meinen beiden linken Händen hier teilweise ist das, glaube ich, so schon ganz okay. Jetzt muss ich halt nur auf die Strafe hier gucken. Aber DRS ist auf jeden Fall immer vorhanden, das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich ERS ein bisschen sparen, nochmal schneller, 1,4, 9,66. So, Ocon da oben ein bisschen gedreht und das ist, glaube ich, der Vorteil, den ich vielleicht auch habe. Ich drehe mich gar nicht so extrem nach der ersten Kurve, die anderen irgendwie schon. Oh, und oben Ocon, aufgepasst. Das meine ich, die kommen viel früher wieder aufs Gas und dann ziehen die wieder so schnell weg. Aber nach hinten kann ich auch erstmal Leclerc ein bisschen auf Abstand halten. Ein ganz, ganz aufregendes Rennen wieder. Mal kurz gucken, wo Verstappen ist. Ne, das ist Sergio Perez da. Der erste dunkelblaue Punkt, hoffe ich. Dann würden wir echt ganz schön viele Punkte aufholen. Dann hätte Verstappen nämlich 0 Punkte geholt an dem Wochenende. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr, ja, ernüchternd natürlich. Ja, ich muss auch vorne dran bleiben. Ich muss wirklich diesen Abstand bewahren. Vorsicht vor Leclerc, der natürlich auch rankommt. Ganz klar, der hat auch 3 Sekunden fast Vorsprung. Guck, das meine ich. Das hat wieder gestaubt. Da kommen die immer ins Drehen. Ja, und der etwas größere Vorsprung dann auch vor Norris und Stroll. Der ist gut für mich jetzt. Achtung, Attacke. Ocon, Achtung. Oh, bremsen, bremsen. Jawohl. Hat geklappt. Ocon ist trotzdem da. Kriegt natürlich jetzt auch DRS. Ja, und Verstappen, der ist schon hinter Magnussen. Also der dürfte unter den Top 10 auf jeden Fall sein. Aber ist nicht schlimm. Der kriegt auf jeden Fall nicht so viele Punkte wie ich. Wir holen definitiv Punkte auf. Haben wir alleine jetzt schon durch das Sprintrennen 7 Punkte. So, Vorsicht hier, schön alles heile lassen. Jetzt muss ich mich natürlich verteidigen gegen beide. Die natürlich auch zu meinen Ungunsten das schnellere Auto haben. Aber ich habe ein gutes Gefühl hierbei. Das Auto liegt wirklich gut auf der Strecke. Das ist auch einfach mit meine Strecke. Die Strecke, die kann ich auch mit am besten fahren und sie ist halt auch nicht so lang. Und so viele lange Abschnitte gibt es gar nicht, wo man überholen kann. 3, würde ich sagen, an der Zahl. Boah, zu spät gebremst. Habe ich gerade selber gemerkt, bisschen zu spät und dadurch kommen die anderen natürlich ran. Jetzt Ocon, aufgepasst, der hat DRS. Ja, ich versuche auf der Ideallinie zu bleiben. Aber das schafft er nicht. Komm, komm, komm. Ja. Da versuchen wir mal nebenbei noch... Nee. Schaffe ich nicht, oder? Nee, das schaffe ich nicht. Da hätte ich zu viel riskiert. Jetzt kommt Leclerc auch noch.
Das wäre nicht gut gegangen. Gut, dann muss ich halt versuchen, mich mit DRS wieder vorne ranzurobben. Jetzt habe ich ja wieder den Vorteil. Achtung, und habe die zweite Verwarnung inne. Nein, Achtung, Leclerc hinter mir. Die roten Pfeile. Gut, dadurch habe ich Abstand gewonnen, weil er musste ganz stark bremsen. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. So, und jetzt wäre natürlich wichtig, wenn ich vor Ocon in die Boxengasse fahre. Das war halt auch nochmal ein Vorteil. Wenn ich an Vorstart und Ziel... Warte ganz kurz, nochmal ein Gruß vor der Kurve. Hallo? So. Und Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ist viel zu eng, weiß ich passe mal gar nicht durch, aber ich passe hier durch. Ich habe abgenommen extra deswegen. Und bekomme nochmal DRS. Das ist ja geil. Tja. Und deswegen sage ich da Dankeschön. 40 Jahre die Flippers. Ich hole mir jetzt die Mediums und versuche weiter vorne dran zu bleiben. Und bin gespannt, was die Red Bulls für eine Strategie haben. War gerade sehr, sehr riskant und Verstappen, boah, ich kann das nicht abzählen. So, hier geht's rein, Achtung. Möchte ich noch im Tempo bleiben, dass ich wenig Zeit verliere. Das war, glaube ich, ganz okay. Ja, Leclerc kommt auch schon rein, Norris, okay. Jetzt muss ich auch gucken auf die Autos, die draußen sind, weil da könnte ich diesmal auch ganz schön aufgehalten werden. So, rein geht's hier. Komm, maximal 2,2. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das ist perfekt. Oh, ganz knapp vor Leclerc. Ja, sehr gut. Sei gut. Ideal. So, jetzt haben wir natürlich Latifi, Sainz und die ganzen Konsorten vor mir. Da kommt noch Tsunoda. Okay. Ja, das kann jetzt mein Vor- und auch mein Nachteil sein, ne? Diese langsameren Autos. Die könnten jetzt halt echt auch zum Problem werden, aber ich hoffe nicht. Momentan sind sie es nicht. Momentan tun sie mir keinen größeren Kopfschmerzen machen, aber es muss ja nicht erst so weit kommen. So vorne geht Ocon jetzt gerade auch rein. Und dann kommt es halt auf Start und Ziel wieder an. Das sind wieder Millimeter, das sind ganz, ganz wenige Sekunden, die da dann entscheiden über Platz 1 und Platz 2. So, kommt Tsunoda, zieh nach rechts rüber, du musst auch in die Boxengasse. Kevin ist in der Boxengasse. Nein, er geht nicht, okay. Tsunoda geht nicht in die Boxengasse. Ja, er will mir nochmal DRS spenden. Was für ein Ehrenmann. So, Ocon ist fertig. Tsunoda lässt mich vorbei. Ah, du kannst doch nicht einfach rüberziehen, hallo? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Und da sind wir vor Ocon draußen. Und vor Leclerc auch noch. Sehr gut. Schwung mitgenommen. Tsunoda, mach was. Halt hier hinter mir auf. Dann kriegst du Sushi-Rationen fürs ganze Jahr. Okay, hat er schon verkackt leider. Aber egal, er hat Ocon aufgehalten. Das ist okay. Wichtiger Verstappen. Dass der nicht so viele Punkte holt. Der wird ein paar holen auf jeden Fall. Aber so ganz safe ist das auch noch nicht. Also das Rennen in Österreich, das ist so mit ein Highlight-Rennen. Beim Sprint schon angefangen. Die halbe Besatzung erstmal mit Verwarnung. Verstappen und Sainz in der Boxengasse. Das kannst du dir eigentlich nicht schöner malen, ne? Wenn ich es mir hätte vorstellen dürfen, wenn ich das Drehbuch hätte schreiben dürfen. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. So, Achtung, nicht reinschoken hier. Oh, zweite Verwarnung. Aufgepasst. Jetzt wird's ernst. Das ist jetzt der Moment, an dem ich wachsam sein muss. Das hört sich immer so komisch an in der Kurve, ey. Der Motor, aber ich fahre im zweiten Gang hier hoch. Was soll ich machen? So, und Leclerc ist halt dran. 0,5 Sekunden, damit muss ich rechnen. Aber ich spare mir auch immer ERS zusammen. Von daher kann ich das machen. Reifenmanagement sieht auch noch gut aus. So, hier ist jetzt ganz entscheidend. Hier muss ich wirklich vorsichtiger fahren jetzt. Das ist nämlich so eine Stelle, hier fahre ich gerne rüber. So.
Catch me if you can. So, bitte ohne Rutscher. Ja, da gewinne ich nicht viel, aber so viel, dass ich ein bisschen Vorsprung habe. Und spätestens bis oben, bis zur langen Geraden. Oh. Da waren gerade die Windstöße aber zu hören. Da ist ja die Aerodynamik. Die Aero-Abteilung. Aerodynamik-Abteilung ist da auch dran. Da bin ich mal gespannt, wenn das dann fertig ist, wie sich das Auto dann wieder verhält. Das müsste ja dann auch ein bisschen windschnittiger sein, ein bisschen schneller. Hoffe ich. So, und hier holt die KI auf. Da kann ich machen, was ich will. Hier holt sie auf. In Sektor 2,5 und 3. Und Sektor 1 ist halt meiner. So, jetzt kommt DRS-Angriff. Achtung. 0,2, da ist er dran. Aber er schafft's nicht. Nee. Schaffe ich nicht. Beziehungsweise schafft er nicht. Ja, und ihr seht dann, bei den Abschnitten, das geht dann schlagartig von 0,3 hoch auf 0,5. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Und wir haben noch 6 Runden. Also 2 Drittel sind jetzt geschafft. Gut. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, nach anfänglichen Problemen möchte ich gar nicht sagen. Es ist halt so wie immer, ne? Wir haben halt ein Auto, das gar nicht für den Weltmeistertitel geschaffen ist. Die anderen dafür schon. Die anderen machen aber heute ein paar mehr Fehler. Das hat schon im Sprintrennen angefangen. Gut für mich. So, und Lenkrad wieder gerade und hopp. Und wieder die gleiche Geschichte hier. 0,3. Ist gut zum Beobachten. 0,3. Ja gut, diesmal nicht, weil er gleich DRS bekommt und ich kein ERS anhabe. Ich möchte jetzt nämlich ein bisschen sparen. Da lasse ich ihn zur Not auch hier vorbeifahren. Aber, Achtung, vorne. Wird eng. Kriege ich hin, kriege ich hin. Ocon tauscht mit Sergio Perez. Norris ist auch wieder dahinter. Und ganz hinten ist ein Mercedes. Oha. Habe ich da was nicht mitbekommen? Im Sprintrennen ist da noch einer ganz nach hinten durchgereicht worden. Also entweder Russell oder Stroll. Da lohnt sich ja ein Blick auf die Rennleitung nach dem Rennen auf jeden Fall. So oder so. So, und hopp. Jetzt brauche ich ein bisschen ERS. Jetzt muss ich mich ein bisschen entfernen. 0,3. Das ist nicht viel. Ja, ein bisschen. 0,37. Das ist halt durch dieses DRS. Wenn der auch gut aus der Kurve rauskommt, dann ist da nicht viel zu machen, leider. Vorsicht. Ja, einmal kurz das Lenkrad verloren. Und schon ist Leclerc wieder da. Der will natürlich, schafft er aber nicht. Nee. Ausbremsen kann ich leider auch nicht. 4 Sekunden jetzt vor Ocon. Also der Rennsieg wird sich hier zwischen mir und Leclerc entscheiden. Ganz, ganz spannende Sache diesmal. Das fahre ich auch nicht gut hier. Da wäre ich auch gefühlt ganz langsam am Anfang der Kurve. Wichtig ist hier, Achtung, keine Strafe, ja. So, ein bisschen Gas geben können wir, 0,4. Schon mal 0,1 mehr als letzte Runde. Und so arbeite ich mich Stück für Stück in Richtung nächsten Sieg. Und das wäre ein ideales Wochenende. Dann hätten wir 32 Punkte aufgeholt. Verstappen hat zwar die schnellste Rennrunde, glaube ich. Nee, die habe ich inne. Ha, was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Dann haben wir ja 33 Punkte geholt, wenn das dabei bleiben sollte. Selbst wenn Verstappen die schnellste Rennrunde bekommt, er muss ja mindestens 10. sein. Ansonsten zählt der Extrapunkt nicht.
So von draußen auch ein bisschen anders einlenken. Hier gibt es halt auch eine ganz, ganz andere Ideallinie. Das habe ich mir jetzt nicht abgeguckt bei den E-Sportlern, aber das ist sehr, sehr interessant, wie die teilweise die Strecken nehmen. Ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders als wir. Ist ja auch klar, deswegen sind es auch E-Sportler. Die machen das immer ein bisschen anders als wir. So, hier versuche ich halt auch so weit wie es geht auf der Außen zu bleiben und dann frühzeitig zu bremsen und dann nach innen zu lenken und frühzeitig wieder Gas zu geben, dass ich eventuell ein paar Zehntelsekunden Vorsprung habe. Das klappt nicht überall. Hier zum Beispiel nicht. Das ist ganz klar. Ihr seht, Leclerc schon wieder dran. Mache ich wieder ein bisschen die Tür auf, aber ich signalisiere ihm, nee, die Tür ist zu, mein Freund. Oh, und Achtung, er kommt hier auf der Innenbahn. Leclerc versucht's. Sucht natürlich auch nach jeder Lücke, aber hat nochmal zurückgezogen, Gott sei Dank. Ich kann dir sagen, das war die richtige Entscheidung, mein Freund. Ja, das machst du jetzt auch bitte noch 2 Runden lang gleich. Das wird gleich hammerhart, wenn es dann auf die letzte Runde geht. Achtung, keine Strafe. Ich muss vor der weißen Linie, muss ich wieder mit den 4 Reifen auf die Strecke kommen. So, jetzt ist nämlich Crunch Time angesagt. So, 1,5 Runden vor Schluss. Geht es hier um wichtige Punkte auch. Ne? Das muss ganz deutlich nochmal gesagt werden hier. Gewinne ich das Rennen, habe ich 26. Wenn nicht, habe ich nur 19. Das sind dann mal ein paar Punkte mehr Unterschied. Leclerc versucht, ist hinten dran. Ja, ich spüre das schon. Aber wenn ich jetzt einmal abrupt bremse, musste er eigentlich auch ein bisschen stärker abbremsen. Sergio Perez wird auch 5. Das ist auch okay. Schön in hier zu machen, ja. Da ist nämlich immer deren Ideallinie. Meine Reifen danken es mir, glaube ich. Oh ja, geht. Vor allem 20%, 22%. Das geht gerade noch. So, jetzt letzte Runde. Nochmal voller Fokus hier in Österreich. Und dann haben wir ein ideales Wochenende. Verstappen ohne Punkte vielleicht im besten Fall. Wir mit Rennsieg und Sprint Platz 2. Oh, Leclerc. 1,8 Sekunden hinten. Oh, oh. Hat's da... Oh, da hat's einen Mercedes erwischt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht Leclerc, weil der auf einmal langsamer geworden ist. Aber nee, es hat einen Mercedes wieder erwischt. Ja, ich schätze mal Russell. Weil wenn irgendeiner mit Motorschaden ausscheidet, dann Russell. Ausgerechnet in der letzten Runde. Aber egal, viel wichtiger ist dieser plötzliche Vorsprung hier von 2 Sekunden. Ja, habe ich mir schon gedacht. Russell ist draußen. Russell ist ausgeschieden. Wahrscheinlich wieder der Motor. Natürlich bitter, bitter für ihn, aber noch besser für uns. Wir gewinnen nämlich, sofern wir das Auto nicht wegschmeißen. In Österreich holen auf Verstappen viele, viele Punkte auf. Ob es reicht, um die Führung wieder zu übernehmen, werden wir gleich sehen. Aber es war ein super Rennen. Es hat Spaß gemacht. Verstappen holt ein paar Punkte, sehe ich gerade. Der hat also alles rausgeholt, das war klar. Aber Achtung, keine Strafe, keine Verwarnung. Also, Jubel, Sieg in Österreich. Großartiges Rennen. Geschafft. Gut gemacht. Wir sehen glückliche Gesichter an der Boxenmauer nach diesem phänomenalen Sieg hier in Spielberg. Und das mit Recht. Das war eine brillante Leistung vom ganzen Team. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Wir haben heute wieder ein großartiges Rennen erlebt und einen noch großartigeren Sieg von Haas. Die Fahrer nehmen gerade ihre Podiumsplätze ein und das Team wird mit dem heutigen Resultat extrem zufrieden sein.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Seine Fähigkeit, der Rennstrategie auf den Punkt genau zu folgen, muss man loben. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. 32 Punkte ist gut. Das ist eine richtig gute Ausbeute. Hier nochmal das Sprintrennen zum Vergleich. Da ist Verstappen ganz hinten gewesen. 15. glaube ich, ne? Im Rennen hat er leider ein bisschen besser abgeschnitten auf der 7 mit schnellster Rundenzeit. Schade. Mit einer 1,4934. Aber wir waren auch nicht so schlecht, ne? 1,4966. Also ist mal wieder eine Strecke gewesen, wo wir richtig gut mithalten konnten. Magnussen hat auch 2 Punkte geholt. Sainz, wo ist denn Sainz eigentlich geblieben? Sainz war, bin ich blind? Ah ne, Sainz war hier, 10. Genau, ich habe gerade schon gedacht, wo ist er denn? Platz 10. Jetzt wollte ich nochmal bei der Rennleitung gucken, warum, wie und was da los war diesmal. Also Ereignisse natürlich wieder, Runde 1, eine Kollision, war ich nicht mit dabei. Streckenbegrenzung Nummer 1, hier wieder eine Kollision, wieder eine. Streckenbegrenzung Nummer 2. Dann nochmal eine Kollision. Lance Stroll Mercedes. Mechanisches Versagen Mercedes. Also wenn ich Mercedes wäre mir peinlich. Müsste ich mal so sagen. By the way, wenn mir das in jedem Rennen passieren würde. So, hier Boxenstops muss man gar nicht gucken. Wichtiger ist jetzt die Rangliste. Wie sieht es denn da aus? Boah, 9 Punkte. Aber wir haben aufgeholt. Ganz stark aufgeholt. Leclerc aber auch. 22 Punkte. Lando Norris auch mit 41 Punkten. Gar nicht so weit weg. Also noch hat Verstappen Glück. Noch hat er ein bisschen Luft. Aber nicht mehr lange. Die Luft wird dünner. Wir schnüren schon ein bisschen zu. Also es wird sehr, sehr spannend. Nächstes Rennen ist auch wieder ganz, ganz entscheidend. Abschließend nochmal sehr geil. Perfekt. Das Beste rausgeholt. Ah, und vielleicht ist die Rivalität ja doch noch nicht ganz entschieden. 5:3. Ein bisschen haben wir aufgeholt, aber ich glaube, wir sind schon zu weit weg. Meine ich in Erinnerung gehabt zu haben. Boah, so, weiter geht's. Nächstes Rennen. Wir starten in die zweite Hälfte rein. Die Aerodynamikabteilung, Aero-Abteilung, wie immer ihr sie auch nennen wollt. Ach Gott. Da unten sehe ich ja Aerodynamik Upgrade. Ist das Einrichtungsstufe 3? Dann können wir da nämlich jetzt auch ein bisschen Vollgas geben. Nochmal auf den letzten Metern. Weißt du, das hätte ich zu Saisonbeginn gebraucht. Aber hier sind wir jetzt wieder ein bisschen aufgestiegen. Wir sind jetzt vor Alpha, vor Alpha Tauri, vor Aston Martin und vor Williams. Ganz knapp hinter Alpine, Red Bull natürlich oben mit Ferrari auf einer Höhe. Oh weia, oh weia. So, was machen wir hier? Natürlich mit aktuellem Team neu verhandeln. Aber ob das jetzt noch was bringt? Ich könnte natürlich nochmal ein mittleres Risiko versuchen, was, denke ich, jetzt noch nicht klappt. Die werden mir nicht 14 Millionen bezahlen. Ach doch, das ging ja einfach. Okay, neuer Vertrag. Was können wir hier nochmal upgraden? Leistungsanalyse ist durch. Ressourcenpunkte, Einkommen wird um 50% erhöht. Ja gut, das nützt uns jetzt aber auch nichts. Wir haben genug Ressourcenpunkte, um das, was wir jetzt noch entwickeln müssen, entwickeln zu können. Bin ich der Meinung. So, Fahreranerkennung, das ist mir eigentlich auch Jacke wie Hose, ey. Sag ich euch, wie es ist. Mache ich hier Social Media, ein bisschen was für meine Social Media Kanäle. So. Jetzt hoffe ich, dass verstärkte Hydraulik, dass das klappt beim ersten Mal. Ansonsten muss ich gleich auf Stopp machen. Okay. Was haben wir hier? Moral steigt um 20%. Aha. Sehr gut. Seht ihr? War also doch gut, dass ich nicht zu diesem Charity-Event gegangen bin, hä? So, hat geklappt. Sehr schön. Alles beide. Herstellungstyp 3. Perfekt. Das sind richtig gute Neuigkeiten. So, jetzt haben wir alles auf Typ 3. Besser geht nicht. Und alles andere ist auch schon voll. Also, die Aerodynamik-Abteilung ist die letzte Abteilung, wo wir noch alles upgraden müssen. Und das können wir jetzt machen. Verbesserter Querlenker. Verbesserter Querdenker habe ich zuerst gelesen. So, oh, das wird nach Belgien erst fertig. Ich mach mal nach Ungarn. Wenn das nicht klappt, haben wir ja immer noch Zeit. Das hat eine Fehlschlagsrate von 42%. Also das wird fehlschlagen. Aber ich möchte die Zeit danach einfach ein bisschen verkürzt haben. Von daher nehme ich das jetzt mal. Frontstellflügel. Das wäre vor Belgien fertig. Das ist wichtig. Ne, warte mal. Da war da noch irgendwas. Hallo. Die Nase. Eine neue Nase, warum nicht? Neue Nasen braucht man immer. Das mache ich auch hier. Weit vor Belgien. So, dann haben wir noch ein Halo. Das neue Halo, auch sehr, sehr wichtig.
Oh, schaut mal, da könnten wir so einen großen Sprung auch machen, aber dann geht's halt auch nicht weiter. Dann ist das wirklich das Maximale und dann würden wir uns quasi irgendwo zwischen Alpha Tauri und McLaren oder hinter McLaren irgendwie einreihen. Besser geht's dann nicht. Das ist dann das Maximale. Auch hier müssen wir auch hier machen. Also mein Plan ist, wenn das fehlschlagen sollte, dass ich das vor Belgien trotzdem noch rechtzeitig fertig bekomme. Und ihr seht, wir wären dann, wenn das fertig wäre, am Maximum und wären dann halt fast auf der gleichen Höhe wie Red Bull. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nächstes Rennen ist in Frankreich. Ist auch eine Strecke, wo ich die letzten Male, glaube ich, sehr gut abgeschnitten habe, sogar gewonnen habe, wenn ich mich recht entsinne. Aber da kommt es halt auch wieder drauf an, ne? Was macht Verstappen? Leistet der sich wieder so einen Lapsus? Ich glaube nicht. Diesmal haben wir ja keinen Sprint drin, aber das kann im normalen Rennen auch funktionieren. Auch eine etwas längere Boxengasse. Oh, das wird ganz, ganz haarig, aber deswegen ist es ja so spannend. Und von daher, wenn ihr noch nicht abonniert habt und ihr dranbleiben wollt, wie diese spannende Saison zu Ende geht, dann macht das jetzt auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr mich da supportet. Ein Like natürlich auch mit oben drauf noch dazu packt. Und dann sehen wir uns im nächsten Rennen wieder. Ihr seht die Fahrerrangliste. Malt euch eure Szenarien selber aus. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao.